Sie will mich morgen sehen, im Park an der Kathedrale. Deine Mutter ist hier. Meine Mutter. Hier. Leo, sie ist beim Padre. Wenn du ihr deine Version der Geschichte erzählen willst, bitte. Das kann ich nicht verhindern. Warum willst du jeden Neuanfang im Keim ersticken? Hört auf! Sagt mir endlich, was damals wirklich passiert ist. Könnte es sein, dass du diese ganze Sache emotional... Ich dachte, dass sie und ich... Scheiß Frau. Kim, aber ich... Ich will mich nicht beruhigen. Ich will endlich wissen, was hier los ist. Es ist, wie ich gesagt habe, Schätzchen. Das reicht mir nicht mehr, Mama. Ich meine, warum sagt ihr mir nicht einfach, wie das damals gelaufen ist? Leonie, ich kann dir nur versichern, Warum habt ihr euch getrennt? Wegen mir? Nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht, weil die Gefühle nicht mehr gereicht haben. Ach so, und weil die Gefühle nicht mehr so da waren, lässt er einfach dein Kind im Stich. Nein, ich sagte bereits, ich wusste nichts von dir. Ist das wahr, Mama? Ist es nicht. Es tut mir leid, Mama, aber ich weiß einfach nicht mehr, ob ich dir glauben kann. Soll ich ihn anrufen? Das Treffen müsste doch längst vorbei sein. Ach, die beiden haben sich sicher eine Menge zu erzählen. Wenn die Kleine nicht vorher schon wieder davongelaufen ist. Lass es, Clarissa. Bist du nicht neugierig? Ich bin mehr als neugierig. Ich kann es kaum erwarten, meine Enkeltochter endlich kennenzulernen. Ich auch. Schluss damit, Clarissa. Jan und seine Leonie haben 17 Jahre aufzuholen. Wir beide wissen selbst am besten, wie viel Zeit und Mühe damit verbunden ist. Sie will sicherlich wissen, warum ihr Vater damals gegangen ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er ihr als erstes auf die Nase binden wird, dass er einmal seine Zwillingsschwester geliebt hat. Stimmt das, Mama? Hast du mich die ganze Zeit angelogen? Sag mir endlich, was damals passiert ist, bitte. Ja, ich finde auch, dass es langsam Zeit wird für die Wahrheit. Von welcher Wahrheit sprichst du? Von der, die dir passt? Die ganze Wahrheit? Eine halbe Wahrheit? Welche? Kotzt mich an, alle beide. Komm, jetzt warte doch mal. Hey, ich konnte doch nicht ahnen, dass du noch verliebt in mich bist. Ja, jetzt weißt du's. Na und? Hey, Lass mich los, sonst schrei ich. Soll ich? nur wenn du mir jetzt endlich... Ja, schon gut. Hör zu, ich kann mich nur wiederholen, es tut mir leid. Ja, ich hatte Sex mit Jessica und es war völlig unbedeutend. Jedenfalls wollte ich dir damit nicht wehtun. Hast du aber. Ja, und das ist auch gut so. Endlich weiß ich, was für ein notgeiler alter Sack du bist. Jetzt hör mir mal gut zu, auch wenn es dich überhaupt nichts angeht. Ja, es war völlig unbedeutend. Aber ich kann dir gerne versprechen, dass es nicht wieder vorkommt. Mach rum, mit wem du willst. Auf mich musst du dabei keine Rücksicht nehmen. Kim, jetzt warte doch mal. Kim, Jetzt weiß ich, warum ich sie wieder einstellen sollte. Findest du nicht, ihr könntet euer Techtelmächte etwas diskreter behandeln? Herrgott, Tanja, sie ist 17. Ja, eben deswegen. Ah, ich weiß, du hast es versucht und sie hat dich abblitzen lassen. Ansgar, komm, tu uns allen Gefallen, ja? Leg sie flach. Dann musst du ja nicht so hormongesteuert rum. Jetzt reicht's, Tanja. Übrigens, falls du dann das Interesse an ihr verlieren solltest, ich werde sie nicht wieder rausschmeißen. Woher soll ich wissen, ob er lügt? Ich kenne ihn doch eigentlich gar nicht. Leo, ich glaube nicht, dass der Padre lügt. Ich meine, warum sollte er sich jetzt so ins Zeug legen, wenn du ihm früher scheißegal warst?
Das würde bedeuten, dass meine Mutter mich immer und immer wieder angelogen hat. Wieso sollte sie das tun? Was weiß ich, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Genau, das wollen Sie mir ja nicht verraten. Vielleicht hat er sie betrogen. Und deswegen macht meine Mutter 17 Jahre so eine Show? Nein. Das, was da vorgefallen ist, muss viel schlimmer sein als nur ein Seitensprung. Viel schlimmer. Kerstin, bitte. Und dann stehst du da mit einem positiven Schwangerschaftstest. Und alle Hormone schreien, Familie, Nest bauen. Aber der Mann, den Vater, den du dazu brauchst, liebt dich nicht. Er liebt sie, seine verdammte Schwester. Aber die Situation ist jetzt eine völlig andere. Sieh mal, ich war jahrelang ein Phantom für Leonie. Jetzt weiß sie, dass es mich gibt. Sie hat mich gesucht. Und leider gefunden. Sie hasst und vermisst mich gleichzeitig. Bitte begreif das. Sieh mal, du bist ihre Mutter. Und du liebst sie. Über alles. Dann bitte lass es zu, dass es mich gibt. Also meine Eltern haben ja auch ihre Macken. Aber bei denen war Ehrlichkeit immer ganz oben. Tja, sieht ganz so aus. Immerhin weißt du, wer dein Vater ist. Was hast du denn jetzt vor? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Du bleibst erst mal bei uns wohnen, oder? Was soll ich denn alleine auf Mallorca? Alleine? Du bist ja nicht alleine, du hast Freunde hier. Ich zum Beispiel. Wir kennen uns doch auch kaum. Meine Mutter. Sie will dringend mit mir sprechen. Was hält dich denn davon ab? Dann pack deine Sachen und flieg zu ihr. Ach, ich weiß auch nicht. Eigentlich würde ich Clarissa wahnsinnig gerne wiedersehen. Wenn ich nur daran denke, was wir für eine tolle Zeit hatten, wenn wir durch die Nacht gezogen sind. Hier ein Glas Champagner, da ein Cocktail. Und wir hatten vor nichts und niemand Respekt. Und uneigentlich? Naja, vor ihrem Flugzeugabsturz, da waren wir nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen. Nach allem, was sie angestellt hat, wollte ich einfach nie mehr etwas mit ihr zu tun haben. Naja, aber jetzt ist sie von den Toten auferstanden und wartet bestimmt darauf, dass du dich bei ihr meldest. Meinst du? Keine Ahnung. Aber dir scheint es ja wichtig zu sein. Wenn du sie vorher einfach mal anrufst. Frau von Lahnstein. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Bitte schön. Charlie, du wolltest doch bestimmt gerade gehen, oder? Hatte ich nicht vor, nein. Sie wollen ja bestimmt zu Jessica. Jessica! Also ehrlich gesagt, ich wollte Sie beide sprechen. Sie und Jessica. Aha. Hallo? Und worum geht's? Ich habe mir die Abzüge von dem Incest-Shooting angeguckt und ich muss sagen, ganz passabel. Hat doch voll Spaß gemacht. Was halten Sie von einem Exklusivvertrag? Als Models? Für die gesamte Kampagne. Wie abgefahren ist das denn? Und, was sagen Sie? Ja, das kommt ziemlich überraschend. Ich bin auf alle Fälle dabei. Daran habe ich nicht gezweifelt. Und Sie? Kann ich auch mit Ihnen rechnen? Hallo Mama. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe ein bisschen Luft gebraucht. Kann ich verstehen. Du hättest mir sagen können, dass du hierher willst. Als ich gemerkt habe, dass du gar nicht auf Klassenfahrt bist. Was hättest du denn gemacht, wenn ich gesagt hätte, dass ich meinen Vater suche? Du hättest alles versucht, um mich davon abzubringen. Wahrscheinlich hast du recht.
Wollen wir ein bisschen laufen? Woher kommt es auf einmal? Wieso willst du nach all den Jahren deinen Vater kennenlernen? Das ist nicht neu, Mama. Das war immer schon da. Egal, was du über ihn gesagt hast. Da war immer sowas, was ich nicht erklären kann. Ich meine, ich wusste doch, dass es ihn gibt. Und da habe ich mir eben Bilder im Kopf gemacht. Von ihm. Aber wir waren doch immer ein klasse Team. Wir zwei Mädels, wir haben es alleine geschafft. Niemand hat uns gefehlt. Doch, Mama. Mir hat jemand gefehlt. Mein Vater. Hier, da steht alles drin. Gage, Boni, Promotion Tour nach Paris, Tickets für die Fashion Week in New York. Das alles für eine Kampagne, die nur darauf ausgerichtet ist, eine tragische Liebesgeschichte auszuschlachten. Charlie, willst du mich einschläfern? Jan und Julia. Ich habe das Parfum sogar umbenannt, damit nichts mehr an die beiden erinnert. Jetzt zick hier nicht so rum. Sag endlich ja. Also mir reicht's. Ich bin auf jeden Fall dabei. Entweder beide oder keiner. Was? Seine Entscheidung. Unterschreib. Das ist nicht nur ein Vertrag, das ist ein ganz neues Leben. Ich kann das nicht. Ich bin raus. Wegen ihr? Okay. Ich lasse die Verträge hier liegen, genau 12 Stunden. Sie können sich's noch mal überlegen. Okay, wir haben Tonnen fürs Altpapier. Sag mal, bist du eigentlich Total bescheuert! Du hast das Richtige gemacht, Olli. Mit dieser Kampagne hättest du dich an den Teufel verraten. Und? Nichts und. Dieser Sabel stellt sich quer. Das habe ich Charlie zu verdanken. Wo ist die zurück? Sie ist nicht da, wenn man sie braucht. Ich kann es kopieren. Wenn ich dir ein paar Tipps geben soll, wie du meine Assistentin ins Bett kriegst. Bitte? Allerdings bin ich mir nicht sicher, was Frau Wolf dazu sagen wird, wenn du ihre 17-jährige Tochter vernaschst. Zum letzten Mal, Tanja. Ich will nichts von Kim. Sag mal, kann es sein, dass du was für die Kleine empfindest? Du bist doch völlig krank. Sagt der Mann, der sich Hals über Kopf in eine Minderjährige verknallt hat. Sei nicht enttäuscht, wenn sie dich für einen Jüngeren verlässt, ja? Tanja, fang keinen Krieg an, den du nicht gewinnen kannst. Bla, bla, bla. Ich wünschte, das Ganze wäre dir erspart geblieben. Ich wollte mir doch bloß ein Bild von ihm machen. Und irgendwie, sei mir nicht böse, ist er nicht so, wie du ihn beschrieben hast. Du kennst diesen Mann nicht. Er ist charmant, sicher, aber er hat auch eine andere Seite. Er wird dir nicht das geben können, was du dir wünschst. Weil er dir nicht gegeben hat, was du dir gewünscht hast. Aber ich bin nicht du, Mama. Aber wir gehören doch zusammen. Nur weil ich meinen Vater kennenlernen will, wirst du mich doch nicht verlieren. Du wirst immer meine heißgeliebte Mama bleiben. Und ich mache nichts mehr hinter deinem Rücken. Okay? Keine Lügen mehr. Dann musst du auch ehrlich zu mir sein. Hat er wirklich von mir gewusst und den Kontakt abgelehnt? Oder hast du mich angelogen? Wie konntest du das tun? Siehst du, so weit hat er uns schon gebracht. Das hat doch alles keinen Sinn. Wir fliegen morgen zurück nach Paris und vergessen diese ganze Geschichte. Nein, ich will hier bleiben. Was du willst, entscheide immer noch ich, junge Dame. Und das wird sich nicht ändern, bis du volljährig bist. Hör dir mal zu, was du da redest. Du hast sie ja nicht mehr alle. Leonie. Hau ab und lass mich in Ruhe. Okay, das mit dem Bescheuert nehme ich zurück. Obwohl ich einfach nicht meinen Kopf reinkriege, wie man sich so eine Chance entgehen lassen kann. Aber du überlegst es dir noch mal, hm? Tanja hat dir sogar Bedenkzeit gegeben. Die brauche ich nicht. Überleg doch mal, was es dir alles bringen würde. Partys, Models, ey, und das ganze Geld, das du verdienen würdest. Ich mag meinen Laden. Olli, du wärst berühmt. Du könntest jeden Typen haben, den du willst. Ich denke dabei auch an dich. Du denkst dabei nur an dich. Und an alles, was dir entgehen könnte.
Jessica, es tut mir leid, wenn du dann auch nicht genommen wirst, aber ich finde diese ganze Kampagne einfach nur widerlich. Jetzt fang nicht wieder mit Jan und Julia an. Die beiden waren nicht die einzigen Opfer von dieser Schlange. Aber die Neuwerbung hat doch gar nichts mehr damit zu tun. Ich habe doch extra dafür gesorgt, dass die Fotos nicht mehr verwendet werden. Weil du keine Wahl hattest. Aber ich habe mich für unsere Freundschaft entschieden, Olli. Also findest du nicht, dass ich da irgendwas bei dir gut habe? Sorry, aber eine Freundin wird meinen Standpunkt verstehen. Sie will dich nicht mehr sehen. Hat sie das gesagt? Das ist ihre Meinung. Was hätte ich tun sollen? Naja, ich hätte mir gewünscht, dass du die Wogen ein wenig glättest. Das habe ich. Jetzt gehst du mit ihr zurück nach Paris. Das ist ihr Zuhause, ja. Sieht sie das auch so? Natürlich sieht sie das so. Sie hat mich gebeten, ihr beim Packen zu helfen. Aber ich habe den Zettel verloren, wo drauf steht, wo sie wohnt. Sagst du mir bitte die Adresse? Oh, Kerstin. Sie ist abgehauen, habe ich recht? Sie will auch nicht nach Paris zurück. Jedenfalls jetzt nicht. Stimmt's? Was zur Hölle geht dich das an? Hör zu. Vielleicht hast du wirklich recht, ja? Vielleicht gab es damals wirklich keinen Weg für Leonie, dich und mich. Aber jetzt gibt es einen Weg und ich flehe dich an. Lass zu, dass sie ihn geht. Dass wir ihn gehen. Bis sie merkt, dass du es nicht wert bist. Bis sie merkt, dass du ein Typ bist, der sich Gott verschrieben hat, in der Hoffnung, dass er ihn von seinen kranken Bedürfnissen erlöst. Warum meldet die sich eigentlich immer nur bei dir und nicht bei mir? Ich sehe viel besser aus, renn am Bader, tanzen. Also? Ja. Nicht jeder steht auf deine braunen Knopfaugen. Außerdem wohnt Leonie bei mir. Du Würstchen. Würstchen? Ey, wir können sie mal anrufen. Vielleicht kommt sie um. Ich glaube nicht, dass sie gerade in Stimmung ist. Wir warten einfach, bis sie sich selber meldet. Leonie, willst du abreisen? Ja, meine Mutter ist heute auf Mallorca angekommen, um mich abzuholen. Wir treffen uns gleich und dann geht's auch schon los. Und wie war das Treffen mit deinem Vater? Das lief super. Echt? Ja, wir wollen unbedingt in Kontakt bleiben. Du hattest recht, es gibt immer einen Weg. Danke. Freut mich. Na, jedenfalls vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft. Und richte Timo bitte liebe Grüße aus. Willst du dich nicht von ihm verabschieden? Ach, das wird mir jetzt alles zu knapp. Aber ich mail ihm auf jeden Fall. Und was ist mit deinem Vater? Mal sehen, was draus wird. Ciao. Wenn du reden willst, ruf mich an. Geht klar. Jederzeit. Mach's gut. Bis dann. Ah, auf dich habe ich gewartet. Wenn du nicht aufhörst, werde ich vergessen, dass ich gelernt habe, alte Menschen zu respektieren. Frau von Landschein braucht ihre Kopien. Ja, komm schon. Die soll sich nicht so anstellen und wenn sie dir auf die Nerven geht, dann rede ich mal mit ihr. Das wirst du nicht tun. Schön, ich fass mich kurz. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, du fährst auf unbestimmte Zeit in den Urlaub. Schon mal was vom Champagne gehört? Ja, das ist dieser Club, der neu in Düsseldorf aufgemacht hat. Normalsterbliche kommen aber nicht rein. Na, zu denen gehören wir natürlich auch nicht. Wir stehen heute Abend auf der Gästeliste. Du schämst dich, weil du die Prollbratze geknallt hast und jetzt rennst du mir hinterher und bettelst um Vergebung. Jetzt hör mal zu, wir können uns doch einfach einen netten Abend machen. Cocktails, tanzen, wir gehen so richtig ab. Was soll diese peinliche Jugendsprache? Also, du warst auch schon mal cooler. Hey, innerlich hast du doch längst ja gesagt. Frag doch mal Jessica. Die geht mit dir bestimmt so richtig ab. Das sind die Fotos, die uns die Agentur zugeschickt hat. Ah ja, schaue ich mir gleich an. Kontaktieren Sie Teddy McNeil und überprüfen Sie seine Verfügbarkeit, ja? Den Fotograf? Nein, der Hotdog-Verkäufer. Also wenn Sabel wirklich abspringt, dann müssen wir das Shooting so schnell wie möglich wiederholen. Und zwar mit den neuen Models. Ich schicke McNeil gleich eine Mail, ja? Mhm. Hey. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Und ich habe jede Menge zu tun, wenn ich alles bis Paris schaffen will. Und was hältst du davon, wenn ich einfach mitkomme? Das wird eine Geschäftsreise. Dann verlängern wir um ein paar Tage und machen aus der Geschäftsreise einen Liebesurlaub. Ein Liebesurlaub in Paris? Hatte ich noch nie.
Also genau genommen hatte ich sowieso noch nie einen Liebesurlaub. Ja, wird's aber Zeit. Ich denke drüber nach. Falsch. Ist schon beschlossene Sache. Okay, wenn du mich weiterarbeiten lässt, ja? Und schon bin ich weg. Entschuldigung, ich bin zu spät. Ist mir nicht aufgefallen. Die sehen ja alle aus wie Olli. Ja, aber das sind Profis. Meinetwegen ersetzen Sie ihn. Bitte lassen Sie mich weitermachen. Entweder beide oder keiner. Aber ich bin so gut. Das stimmt, das hat sogar die Marktforschung gesagt, aber eben nur im Doppelpack. Wenn er nicht dabei ist, sind sie es auch nicht. Die hier ist der Hammer. Genau das, wonach wir gesucht haben. Die gefällt mir ausgesprochen gut. Gas! Hi, Olli. Hey. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ganz okay. Ich lauf's Ihnen schon mal vor. Ich hol dich gleich ein. Herzlichen Glückwunsch zu deiner weisen Entscheidung. Zu meiner was? Naja, Charlie hat mir erzählt, dass du Tonjas Angebot abgelehnt hast. Was meinst du? Das wäre doch eh nicht so dein Ding gewesen, oder? Das Modeln? Ich habe das früher ziemlich aufgemacht, aber das hast du scheinbar vergessen. Das ist ja auch schon eine Zeit her. Du traust mir das also nicht mehr zu? So war das nicht gemeint, Olli. Ey, Christian, dann sag's doch einfach direkt. Glückwunsch zu deiner weisen Entscheidung. Du bist sowieso viel zu alt dafür. Ey, dir ist doch nicht mehr zu helfen, Olli. Sie ist so voller Hass auf mich. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich meine, es geht doch nicht um uns, es geht um Leonie. Es bringt überhaupt nichts, permanent über früher zu reden. Ist früher denn vorbei für dich? Was meinst du? Weiß Julia, dass Kerstin hier ist? Ja, natürlich nicht. Also das wäre wirklich Wasser auf ihre Mühlen. Hey! Hey. Frau Schwarz, was machen Sie denn hier? Hallo Timo, ich warte auf deinen Vater. Sag mal, isst du später mit uns? Papa wollte grillen. Ja, bin ich dabei. Ich weiß, was du denkst. Ich fühle mich zwar nicht wie eine Omi, aber ich bin trotzdem traurig, dass Timo in mir nur Arnos Urlaubsbekanntschaft sieht. Es ist Zeit, dass wir es ihm sagen. Meinst du wirklich? Ja. Entschuldigen Sie. Ich würde gerne Leonie sprechen. Ist sie da? Oh, das tut mir leid. Leonie ist heute ausgezogen. Ich glaube, sie wollte sich mit ihrer Mutter treffen. Ich bin ihre Mutter. Ach so, Julia Mendes. Freut mich. Kennen wir uns? Also Kerstin würde Julia auf jeden Fall erkennen. Sie hat Fotos von ihr gesehen. Und Julia? Nein, ich wüsste nicht, woher sie Kerstin kennen sollte. Also wenn Kerstin erfährt, dass Julia hier ist, dann kann ich mir vorstellen, wird sie alles daran setzen, Leonie von dir fernzuhalten. Das ist so. Julia, bist du so lieb und holst mir eine Kopfschmerztablette? Ich kümmere mich inzwischen um deinen Gast. Natürlich. Danke. Guten Tag, Frau Richter. Frau von Anstetten. Ich dachte, Sie sind... Wie Sie sehen, erfreue ich mich bester Gesundheit. Und Sie wissen ja, zu was ich in diesem Zustand fähig bin. Lassen Sie meine Familie in Ruhe. Und verschwinden Sie zurück in das Loch, aus dem Sie rausgekrochen sind. Sonst werden Sie es bitter bereuen, jemals einen Fuß auf diese Insel gesetzt zu haben. Raus! Hier, bitte. Ach, danke. Ist Leonies Mutter schon wieder weg? Ja, sie lässt dich sehr herzlich grüßen. Offenbar hat sie ihre Tochter noch verpasst. Und ist jetzt auf dem Weg zu ihr. Okay, das
Das war ein seltsamer Auftritt, oder? Die hat mich so komisch angeguckt. Ach, vergiss die Frau. Manche Menschen haben einfach kein Benehmen. Mama? Ja? Wo ist Leonie? Ihre Sachen sind weg. Leonie ist abgereist. Sie wollte mit ihrer Mutter zurück nach Paris, aber Aber was? ich glaube, sie hat andere Pläne. Ihre Mutter war hier und hat nach ihr gesucht. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. Störe ich? Ich habe keinen Hunger. Auch nicht, wenn ich später Lasagne mache? Das ist natürlich was anderes. Hier, das hat ein Kurier vorhin für dich abgegeben. Steht allerdings kein Absender drauf. Bis später. Sie hatte den ganzen Tisch voller Setkarten. Und alle Typen sahen genauso aus wie du. Also, die Typen konnten dir natürlich nicht das Wasser reichen, weil du besser aussiehst. Willst du ernsthaft riskieren, dass irgend so ein Fuzzi dich ersetzt? Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Mir aber nicht. Ich will diesen Job. Dann hast du mein ganzes Mitgefühl. Hey, helft mir doch mal. Also wir wollten eigentlich gerade was trinken gehen. Also ich kann ehrlich gesagt verstehen, dass du keine Lust hast auf den Job. Ich habe mich einmal überreden lassen. Und das war garantiert das letzte Mal. Keine Ahnung, was in dem Business so toll sein soll. Also ich fänd's ja ganz geil, wenn mir jemand einen Haufen Kohle dafür zahlen würde, dass ich ein bisschen vor der Kamera rumhopse. Ja, das interessiert aber keinen. Naja, hast ja schon abgelehnt. Insofern? Also wir sind dann unten, falls sich jemand anschließen möchte. Olli, was kann ich tun, um dich umzustimmen? Was kann ich tun, damit du mir endlich beim Abräumen hilfst? Dabei sind wir so gut angekommen. Sagt Tanja. Sagt die Marktforschung. Woher weißt denn du, was die Marktforschung sagt? Ach, ich hab mir mal so einen Bericht ausgeliehen und ein bisschen drin rumgestöbert. Aber das interessiert dich ja leider nicht. So, ich geh mal kurz duschen. Die ganze Zeit über habe ich mir eingeredet, der Kontakt zwischen den beiden würde sich rein auf die Arbeit beschränken. Und dann schickt er ihr Ohrringe. Und wie hat Ihre Tochter darauf reagiert? Ich glaube, sie wusste zuerst auch nicht so recht, was sie davon halten sollte. Aber dann erschien sie mir doch recht angetan. Sie glauben, haben Sie sie gar nicht daraufhin angesprochen? Natürlich nicht. Naja, ich konnte mich gerade noch so zusammenreißen. Das war bestimmt die richtige Entscheidung, Ihre Tochter nicht gleich zur Rede zu stellen. Wenn Ansgar sich auch in sie verliebt hat. Wie Ansgar sich verliebt, wachsen Rosen in der Sahara. Aber warum schenkt er ihr dann Ohrringe? Ich will Kim ja vertrauen. Aber wenn ich mir vorstelle, die beiden könnten miteinander... Mein Gott, er ist ihr Vater. Wahrscheinlich muss ich ihr doch die Wahrheit gestehen. Victoria, ich könnte ja Ansgar für Sie, sagen wir mal, im Auge behalten. Wenn sich dann herausstellt, dass er wirklich mehr von Ihrer Tochter will, dann können Sie immer noch entscheiden, wie Sie weiter verfahren wollen. Das würden Sie für mich tun? Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wo sie steckt. Mann, ich habe echt gehofft, dass sie hier auftaucht. Ja, ist sie aber nicht. Ja, die kann doch nicht einfach so verschwinden. Wie vom Erdboden verschluckt, das ist echt krass. Ich rufe sie jetzt an.
ist eine super Idee. Meinst du, ich bin noch nicht selber drauf gekommen? Da geht immer nur die Mailbox ran. Toll, das kann ich ja nicht wissen. Was machen wir denn jetzt? Alles klar bei euch? Ja, eigentlich. Klar. Todo bien. Wieso? Ach, ihr wirkt so ein bisschen nervös. Wir? Quatsch. Wir haben Ihnen doch versprochen, dass wir uns anständig benehmen, Padre. Wieso sagst du ihm denn nichts? Vielleicht weiß er, wo sie steckt. Ich hab's dir nicht gesagt, aber es gab richtig Ärger. Aha. Ich glaube, Leonie ist wegen ihrer Eltern abgehauen. Hoffentlich baut die jetzt keinen Scheiß. Quatsch. Aber es wäre trotzdem besser, wenn wir sie finden würden. Na dann, vamos. Frau Wolf. Danke, Justus. Ich hoffe, sie gefallen dir. Ja, sie sind wirklich schön. Du wirst bestimmt jemanden finden, dem du damit eine große Freude machen kannst. Ehrlich gesagt, ich wollte dir damit eine Freude machen. Ansgar, ich will die Ohrringe nicht. Das Einzige, was ich will, ist meine Ruhe. Kapiert? Lasst mich endlich in Ruhe. Kim, hör zu, mir liegt viel an dir. Hey, was soll der Scheiß? Erst gestehe ich dir, dass ich verliebt in dich bin. Dann lässt du mich voll abblitzen. Und dann wirkst du mir noch richtig eins rein und vögelst Jessica. Ey, ausgerechnet Jessica! Verdammt nochmal, ich hab doch gesagt, dass das nichts zu bedeuten Und hatte. dann, als ich endgültig die Schnauze voll habe, dann kommst du hier angekrochen und schleimst voll rum. Kommt dein Ego damit nicht klar, dass die kleine, süße Kim nicht mehr in Ohnmacht fällt, wenn sie vor dir steht? Ansgar, was willst du von mir? Ich weiß es nicht. Dann verschone mich mit deinen Spielchen. Ich habe auf so eine Stalker-Nummer nämlich keinen Bock. Kim, Puh. So jung und schon so selbstbewusst. Ja Gott, nochmal, ist Ihnen Ihr eigenes Leben zu langweilig? Tja, Ansgar, wir werden alle nicht jünger, habe ich recht? Du hast es doch gelesen. Was für eine Überraschung. Damit hättest du ja nie gerechnet. Willst du mir jetzt unterstellen, Dass du den Bericht extra so offen rumliegen lassen hast? Ja, genau. Aber ist das nicht geil, was die über dich schreiben? Olli, die stehen total auf dich. Die wollen dich unbedingt. Ist dir egal? Tja, dann musst du mir aber mal erklären, was das hier soll. Hast du in meinen Sachen rumgewühlt? Das machen Frauen so. Außerdem stand das ja ganz offen im Bad rum. Ich habe das irgendwann mal gekauft. Keine Ahnung, ob ich es ausprobiere. Lass es. Olli, deine Haare sind super, so wie sie sind. Und das bisschen Grau finden noch alle total sexy. Ja, klar. Soll ich dir vorlesen? Hör auf. Weißt du, was dein Problem ist? Du hast einfach kein Selbstvertrauen. Das ist ja auch völlig normal nach einer Trennung. Also, habe ich mal in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Man zweifelt an sich, man sucht nach möglichen Fehlern. Fang jetzt bitte nicht von Christian an. Du, ich sag das nicht, um auf deinen Gefühlen rumzutrampeln, sondern weil du mein Freund bist. Mein bester und einziger Freund. Wenn du mir das nicht glauben willst. Das sagst du doch nur, damit ich diesen Vertrag unterschreibe. Ja. Ich würde wirklich so einiges tun, um an diesen Job zu kommen, aber stimmt trotzdem, was ich gerade gesagt habe. Du bist ein ganz toller Typ. Aber was du im Moment brauchst, ist einfach ein bisschen Bestätigung. Hast du das auch in deiner Zeitschrift gelesen? Mach die Incest-Kampagne und ich verspreche dir, alle werden dir zu Füßen liegen.
Und du musst nicht mehr so eine Schwachsinnsanzeige im Internet schalten. Überleg's dir. Ich hätte mir immer ausgemalt, wie es ist, wenn ich meinen Vater finde. Und? Hast du es dir anders vorgestellt? Ich fühle mich so unglaublich alleingelassen. Von meinem Vater, aber vor allem von meiner Mutter. Kannst du mir erklären, was in denen vorgeht? Wie sollen da noch durchblicken? Ich wünschte, ich hätte eine Familie wie deine. Es wäre alles so viel einfacher. Und du wolltest mir erzählen, du hättest mit Julia abgeschlossen. Dabei wird es nie zu Ende sein, nie. Aber ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Um dich und um Julia. Es kann ja wohl kein Zufall sein, dass sie auf der gleichen Insel lebt. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, Leonie bei deiner Schwester unterzubringen? Aber du warst bei Julia auf der Finca? Mir ist fast schlecht geworden, als sie plötzlich vor mir stand. Aber hätte ich mir eigentlich denken können. Wo du bist, kann Julia nicht weit sein. Was habt ihr miteinander geredet? Was soll ich mit dieser Perversen schon geredet haben? Julia hat keine Ahnung, dass ich hier bin. Hast du ihr von mir erzählt? Wir hatten keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen, weil deine Mutter mich verjagt hat. Wobei, das ist noch milder ausgedrückt. Bedroht hat sie mich. Meine Tochter muss hier weg. Ich will nicht, dass sie in diese widerliche Geschichte mit reingezogen wird. Ich habe keinen Kontakt zu Julia. So wie ich Leonie gefunden habe, packen wir ihre Sachen und dann geht's ab nach Paris. Was heißt denn hier so wie? Ist sie nicht auf der Finca? Und wenn sich meine Mutter auf den Kopf stellt, ich werde nicht mit nach Paris fliegen. Das heißt, du willst auf Mallorca bleiben? Vorerst zumindest. Bis ich weiß, wie es weitergeht. Also, wenn du willst, du kannst doch wieder bei uns schlafen. Meine Ma hat bestimmt nichts dagegen. Lieb von dir. Aber ich werde erst mal mein restliches Erspartes auf den Kopf hauen und mir ein Hostel suchen. Jetzt deinen Eltern aus dem Weg gehen, ne? Eltern. Wie das klingt. Jo. Deine Eltern machen sich bestimmt riesige Sorgen. Na, hoffentlich. Dann raffen sie wenigstens, dass sie nicht alles mit mir machen können. Sag mal, merkst du eigentlich nicht, was du hier tust? Mit deinem verletzten Stolz treibst du Leonie immer weiter von uns weg. Uns? Es gibt kein Uns. Das wird es nie geben. Du wirst sie verlieren. Das kann ich dir garantieren, wenn du so weitermachst. Wo kann sie nur sein? Wir finden sie, das ist nicht das erste Mal. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich und suche mir ein Zimmer in Palma. Macht euch keine Sorgen. Leonie. Wirst du ihren Wunsch respektieren? Ich werde in ihrer Nähe bleiben. Sie hätten Ihre Tochter mal hören sollen, als sie ihm die Ohrringe zurückgegeben hat. Wow, so direkt? Na, sagen wir mal so, ich habe selten erlebt, dass jemand so respektlos mit Ansgar geredet hat. Also ich glaube, Sie können ganz beruhigt sein, Victoria. Kim scheint ihre Schwärmerei überwunden zu haben. Hey. Hey. Ich danke Ihnen, Elisabeth. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Nicht der Rede wert. Auf Wiederhören. Ansgar, was willst du von mir? Don't stop, bad times just pause, rewind, close my eyes, take my hand, face to face, we understand, understand. Ich kann es kaum erwarten, meinen Flugschein zu machen. Ich glaube, selber fliegen, ey. Das ist echt magisch. Die Welt von oben zu sehen, muss ein Zauber sein.
Das Einzige, was da so ein bisschen rankommt, ist Quadfahren. Mit dem Quad über die Insel heizen. Das musst du auch mal machen. Hast du morgen Zeit und Lust? Mal sehen. Don't stop, bad times, just pause, rewind, close my eyes, take my hand, face to face, we understand, Oh, du bist so schön wie eine Milchnudel, aber passt ganz gut in das Mallorca-Rudel. Du kommst damit nur nicht klar, dass ich so unglaublich gut bin. Ist doch nicht mein Gehör, ja, Mann. Nein, Hände weg, ich will nur ein bisschen spielen. face to face, we understand. Mindset, age waits, love is commonplace. Hear my voice and say with me, we can care and still be free. Be free. I feel so tall when I'm with you, tiptoes and all. I never feel small. We found red hearts beating fast. I want this to last. I want this to last. Siehst du die Sternreiter? Sieht aus wie ein Flugzeug, oder? Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich soll fliegen. Allerdings sehe ich nichts von der Gitarre. Ich glaube, meine Karriere als Rockstar kann ich an den Nagel hängen, ne? To